Memon hat einen wunderschönen Nebeneffekt. Wenn man Memon im Auto oder in einer Wohnung installiert, dann hat es auch einen Effekt auf die Luft, die darin enthaltenen Ionen und den in der Luft transportierten Feinstaub. Und da ich mich seit vielen Jahren mit Staub beschäftige, Messtechnik für Staub, gesundheitliche Wirkungen von Staub, war das faszinierend, dass man bei einem Produkt wie Memon einen messbaren Effekt hat auf den Staub in der Raumluft, denn dieser wird messbar weniger. Und der Sache wollten wir etwas auf den Grund gehen und haben das auch in den letzten 1,5 Jahren recht gut geschafft. Was passiert denn physikalisch? Was passiert nach Ihren Erkenntnissen nach dem eingesteckten Memonizer? Der Memonizer baut ein feinstoffliches Feld auf und wir benutzen die Stromleitungen im Gebäude, um die Informationen, die im Memonizer dauerhaft gespeichert sind, im ganzen Gebäude zu verteilen. Das heißt, der Memonizer braucht etwas, was fließt. In dem Fall ist es der Strom. Die Information vom Memonizer, das Know-how, dieses quantenphysikalische, der Effekt wird im ganzen Haus verteilt und führt jetzt wieder dazu, dass der Ionenfluss, der zum Teil durch Oberflächenmaterialien, durch elektrostatische Aufladung, durch den Gebrauch von elektronischen Geräten und anderes mehr, Wetterlage, nicht im Gleichgewicht ist, wieder in einen natürlichen Fluss kommen. Das heißt, wir sorgen mit dem Memonizer dafür, dass negative Ionen und positive wieder in der Luft fließen und nachproduziert werden. Das heißt, eine stehende Suppe, ein gestörter Status quo, wird renaturiert und diese kleinen Ionen, die dann wieder fließen, die lagern sich an Staubteilchen an. Jetzt sind die Staubteilchen geladen und damit sind sie für andere Staubteilchen, die die andere Ladung tragen, attraktiv, positiv, negativ, das zieht sich an. Und die Staubteilchen klumpeln aneinander, häufen an, sehr, sehr viel schneller als ohne diese Ladung. Und dadurch kriegen sie einen natürlichen Reinigungseffekt. Die Partikel in der Luft klumpeln zusammen und je schwerer die sind, desto schneller fallen die runter. Und das können wir messen in Kindergärten, in Privathäusern, in öffentlichen Gebäuden, in Foyers von Konzertsälen und. Und das ist einfach faszinierend, dass man die Technologie, die eigentlich für das Harmonisieren von geopathischen Störzonen und das Eliminieren von Elektrosmog entwickelt worden ist, noch so einen sehr interessanten, schönen Nebeneffekt hat, nämlich den Feinstaub in Innenräumen zu reduzieren. Herr Dr. Schneider, abschließend, was macht nach Ihrer Erfahrung diesen Feinstaub, diesen kleinen Feinstaub in der Atemluft so gefährlich? Das ist relativ simpel. Die Quelle, wo der Feinstaub herkommt. Die kleinen Partikel entstehen durch Verbrennungsprozesse. Das sind Abgase, zum Beispiel aus dem Schwerlastverkehr, Dieselruß, Allgemeinverbrennungen, Heizungsanlagen. Und wenn Sie am Lagerfeuer sitzen und der Wind dreht und Sie atmen die Rauchfahne ein, dann husten Sie. Das ist vielleicht ein krasses Beispiel. Wenn man früher das Auto in die Garage gestellt hat, ja, dann stinkt es nach Ruß, nach Abgasen. Wer atmet sowas denn schon gerne ein? Das ist sehr kleines Material, das sehen Sie nicht, aber das ist ja immer da. Und vor allem dort, wo die Leute wohnen, weil dort fahren sie auch Auto, in Städten, dort haben sie besonders viel davon. Und wenn Sie die Türe aufmachen, das Fenster aufmachen, dann kommt Luft rein und damit kommt natürlich auch Ruß rein und Abgase und anderes. Das ist nicht zu vermeiden. Und die Gefährlichkeit liegt eben daran, wo kommt das Zeug her? Das brauchen wir nicht. Kein Mensch braucht Ruß in seinem Atemtrakt. Und die zweite Gefährlichkeit ist, das Zeug ist so klein durch die besser werdende Verbrennungstechnologie. Wir machen ja alles klein und nur weil man es dann nicht mehr sieht, heißt es ja nicht, dass es nicht mehr da ist. Ja? Wenn Sie heute ein Dieselfahrzeug vor sich wegfahren sehen, dann sehen Sie das ja gar nicht mehr, dass da hinten was rauskommt. Trotzdem ist noch was drin, sonst müsste der ja nicht tanken. Irgendwo muss der Diesel ja hin. Oder wenn Sie mit einer Pelletheizung heizen, ja, dann haben Sie eine relativ saubere Abluft. Aber trotzdem verbrennen Sie ja Holz. Das Holz muss ja irgendwo hin. Und in der Regel landet das Material als sehr, sehr kleines Partikelmaterial in der Luft. Und die kleinen Teilchen gehen sehr weit in die Lunge runter. Das ist der eigentliche Problem. Also wo kommt es her und wie tief geht es in die Lunge runter? Große Teilchen, die bleiben in ihrer Nase. Das ist relativ unkritisch.